Eine Sache, die ich in letzter Zeit öfter beobachte bei Leuten, mit denen ich spreche, die in die IT-Welt einsteigen wollen, sei es Leute, die in irgendeinem Job sind, wo sie unzufrieden sind, oder aber auch Leute, die arbeitslos sind und einfach einen Job wollen, der besser bezahlt ist und bei denen sie vielleicht Homeoffice-Möglichkeiten haben, ist, dass sie so ein bisschen in einer alten Realität leben, also ein bisschen in der Vergangenheit. Was meine ich damit? Wenn du mich noch vor 7 Jahren gefragt hättest, wie es ist, in die IT einzusteigen, dann würde ich sagen, es war unfassbar einfach. Also da kann ich von mir selbst sprechen. Vor 7, 8 Jahren hatte ich BWL studiert und war damit unzufrieden. Habe mir dann einfach einen Studentenjob damals gesucht als Data Analyst bei Air Berlin, habe mich beworben und habe sofort die Zusage bekommen. Ich konnte gar nichts. Kein SQL, konnte nicht programmieren, ich konnte nichts. Ich habe mir auf dem S-Bahn-Weg zum Job ein SQL-Tutorial angeguckt und habe irgendwie überzeugt. Nicht, weil ich sonderlich smart war, sondern weil Angebot und Nachfrage im richtigen Verhältnis waren. Was meine ich damit? Es gab einfach viel mehr offene Stellen, viel mehr Arbeit, als es Leute gab, die das Ganze konnten. Dementsprechend wurde ich am Job trainiert und wurde einfach immer besser. Später wurde ich dann fest angestellt, habe dort gearbeitet, bin in die Unternehmensberatung gegangen, etc. Was ich damit sagen will, ist, dass es vor 5 bis noch 10 Jahren ist einfach ultra einfach war, in die IT einzusteigen. Da musstest du nichts können, überspitzt gesagt, und du hast einen Job bekommen. Auch jemand, der nicht so gut war, hat einen Job bekommen. Dann wurde das Ganze irgendwann ein bisschen härter. Die ersten Weiterbildungsprogramme, die ersten Bootcamps wurden ins Leben gerufen und es kamen einfach viel mehr Leute auf den Markt. Ich habe in der Zeit noch an der Freien Universität unterrichtet und habe davon auch Wind mitbekommen und habe das Data Science Institute gegründet. Das war so circa vor 6 Jahren. Wir haben sehr, sehr gute Leute produziert, indem wir einfach gesagt haben, hey, wir nehmen Leute mit Domain-Expertise, bringen denen SQL, Programmierung und so weiter bei und haben die dann da gecoacht, wie sie gute Lebensläufe schreiben und so weiter. Und die haben dann relativ gut und schnell einen Job bekommen. Leute wie Natalia, mit der wir ja auch ein Video gedreht haben, die hat sich darüber beschwert, dass sie erst nach 50 Bewerbungen einen Job bekommen hat. Das hat bei mir ein bisschen länger gedauert. Habe ich dann nach 6 Monaten bei einer Firma angefangen. Genau. Sehr cool. Sie hat aber einen Job bekommen und sie war vorher BWLerin und Kellnerin und wir haben ihr das Ganze beigebracht in 6 Monaten und sie hat einen richtig geilen Job bekommen. So eine Leute hatten wir in der Weiterbildung sehr, sehr häufig. Das war so die zweite Phase in der Vergangenheit. Da war es nicht mehr ganz so einfach. Du musstest schon viel mehr können. Du musstest mehr können als ich damals. Es war ganz normal. Du musstest Python-Programmierung können, SQL können, Power BI, Tableau und so weiter und du musstest eine Domain-Expertise haben. Aber das war's. Und dann hast du einen Job bekommen. Das Ganze hat sich jetzt schon wieder geschiftet und zunehmend in den letzten 1 bis 2 Jahren wurde auch das immer härter. Wir haben gemerkt, okay, die Leute, die bei uns in der Weiterbildung sind, die müssen noch mehr können. SQL, Python reicht nicht aus. Wir haben aufgesattelt mit Machine Learning, Tools wie N8N, KI und so weiter. Und selbst jetzt sagen wir Leuten, hey, 100 Bewerbungen ist ganz normal. Sogar teilweise bis 300 Bewerbungen. Du musst hier einfach ein bisschen am Ball sein und es ist nicht mehr ganz so einfach und auch wir sind strenger geworden in den Aufnahmekriterien von den Leuten, die wir hier überhaupt in unsere Weiterbildung lassen. Jetzt aber zu dem wichtigen Punkt und zwar, wie sieht es heutzutage aus? Und das knüpfe ich gleich zusammen mit einem Rat, den ich an dich habe, wenn du jetzt in dieser Position bist, wo du sagst, hey, du hast eben einen Job, wo du unzufrieden bist oder du bist arbeitslos und du willst in die IT einsteigen. In der heutigen Zeit wird es noch schwieriger, einen Job zu bekommen. Das liegt auf der einen Seite daran, dass die wirtschaftliche Situation gerade in Deutschland nicht die rosigste ist, also du hörst immer wieder Stellenabbau und so weiter. Auf der anderen Seite liegt es aber auch daran, dass einfach der Wettbewerb zunehmend härter wird. Was kannst du dagegen machen und wie kannst du das Ganze vielleicht sogar als deinen Vorteil ausspielen? Ich fange vielleicht mal mit dem letzten Punkt an und zwar deinen Vorteil. Der ganz, ganz große Vorteil, der so in den letzten 2 Jahren passiert ist die KI-Bewegung. Ja, man kann von Hype sprechen und so weiter und ich bin kein Freund davon, dass irgendjemand, der gar keinen Plan hat, jetzt denkt, nach 2 Wochen Vibe-Coding sich als IT-Experten darzustellen. Aber man muss einfach ganz klar sagen, das Fundament hat sich verändert. Ja, es ist noch wichtig, Python zu können, SQL zu können, aber eher im Verständnis. Es ist nicht mehr so wichtig, dass du der Supercrack bist, der weiß, wie man im kleinsten Detail programmiert. Und genau das kannst du zu deinem Vorteil ausspielen. Versuche innerhalb so kurzer Zeit wie möglich, sagen wir mal einfach, weil unsere Weiterbildung so lang ist, 6 Monate, so fit zu werden, wie es nur geht, mit allen KI-Tools, die es so gibt. Nimm beispielsweise mal Claude Code. Versuch damit mal richtig zu programmieren und bau so deine Journey auf. Wir machen das in der Weiterbildung so, dass wir sagen, wir stellen das Ganze an Anfang jeder Weiterbildung. Wir nennen es AI Literacy. Wir programmieren mit Claude Code, wir bauen Agenten, wir sehen die Vor- und Nachteile und erst dann gucken wir uns Python, SQL und so weiter an und das Ganze wird einfach viel einfacher. Wir legen jetzt viel mehr Wert darauf, dass du das Ganze verstehst, aber mit KI wird es einfacher. Das haben die ganzen Leute, die das studiert haben und die noch an dieser alten Welt festhalten, so, oh, du musst SQL können, sonst kannst du gar nichts. Das haben die nicht. Die verteidigen das Ganze noch ein bisschen, weil es wahrscheinlich ihr Ego triggert und das kannst du als Vorteil ausspielen. Der
Weitere große Vorteil daran ist, dass Domain-Expertise immer wichtiger wird dadurch. Wenn du beispielsweise Biologie studiert hast, dann wirst du, wenn du dir diese Skills in kurzer Zeit aneignest, immer besser sein und immer gefragter sein auf diesem Arbeitsmarkt, in dieser Realität, als jemand, der Informatik studiert hat und nur programmieren kann. Das war vor 5 Jahren noch anders. Da wurde im Zweifel eher der Informatiker eingestellt als der Biologe für einen IT-Job in der Biologie. Heutzutage ist das komplett anders. Jetzt wird im Zweifel lieber ein Biologe oder eine Biologin eingestellt mit IT-Erfahrung. Und das ist genau der große Vorteil. Wie würde ich jetzt, wenn ich an deiner Stelle wäre, das Ganze erreichen? Wenn du, nehmen wir mal erstmal den Fall an, du nimmst keine Weiterbildung in Anspruch, sondern du machst es auf eigene Faust, dann würde ich mir einen Zeitraum stecken. Bei uns haben wir bewusst 6 Monate gewählt, weil es zwar eine kurze Zeit ist, aber die ist lang genug, damit du richtig was erreichen kannst. In dieser Zeit würde ich mir eine klare Roadmap raussuchen. Ich verlinke dir mal von uns eine, die würde ich einfach religiös befolgen. Ich würde wirklich exakt das machen, was in dieser Roadmap besteht, und ich würde das so gut machen, wie es nur geht. Ich würde mir jedes Tutorial dazu angucken, vielleicht ein Tutorial kaufen. Zu vielen Themen haben wir hier auf YouTube auch kostenfrei etwas. Ich würde so durcharbeiten, dass du danach richtig gut darüber Bescheid weißt. Ein wichtiges Projekt nehmen, irgendwas, was dir an Herzen liegt, was richtig Großes, und würde das Ganze einfach einmal bauen. Das kannst du mit KI, Cloud Code und so weiter, Codex, mittlerweile relativ gut. Du entwickelst dabei ein Verständnis, wie man IT-Projekte aufbaut, und danach würde ich mich einfach mal bewerben und sei es nur auf Praktikantenstellen, und ich würde mich, ganz wichtig, in diesen 6 Monaten in diesem Feld komplett immersen. Das heißt, es gibt ein Universum, ich würde auf YouTube allen Leuten folgen, uns beispielsweise Andrew Karpathy, OpenAI, ich würde mir alle Podcasts reinziehen, neben den Tutorials, Blogbeiträge durchlesen, auf Events gehen und einfach in dieser Community sozusagen baden, damit du alles mitbekommst, was gerade dort stattfindet, und dann würde ich mir einen Job suchen in dem Bereich. Und ich bin mir ziemlich sicher, innerhalb von 6 bis 12 Monaten ist das möglich. Noch besser ist das Ganze natürlich, und ja, da bin ich ein bisschen voreingenommen, weil ich habe nun mal das Data Science Institute hier und bin ziemlich stolz auf die Arbeit, die wir hier alle leisten. Ich würde mir wahrscheinlich, wenn du arbeitslos gemeldet bist, zumindest eine gute Weiterbildung in dem Bereich buchen. Wie gesagt, ich bin stolz auf unsere Arbeit hier, weil ich einfach weiß, dass wir richtig, richtig gute Lehrpläne haben, gute Dozierende hier an unserer Seite, die richtig gut unterrichten können, und das ist wahrscheinlich der beste Gradmesser dafür, ob du erfolgreich sein wirst, wenn du jemand an deiner Hand hast. Weil wir können dir ganz genau sagen, erstmal, was musst du wann lernen. Wir würden dir alle Fragen in diesem Bereich beantworten, und wir würden dir auch sagen, lern das, und wenn du mal eine andere Idee hast, lern das nicht, oder ey, ist eine gute Idee, lern das. Auf jeden Fall haben wir eine 6-Monats-Weiterbildung, wo wir mit Dozenten die ganze Zeit und kleinen Gruppen dir alles beibringen, was du innerhalb diesen 6 Monaten überhaupt nur lernen kannst. Nichtsdestotrotz würde ich auch in dieser Zeit mir alle Podcasts reinziehen, alle YouTube-Videos, alle Blogbeiträge lesen und so weiter, die du einfach nur in deine Hände kriegst, und eventuell ist es da auch mal an der Zeit zu sagen, dass selbst in 6 Monaten wir dir was beibringen können, aber du musst richtig rein dort. Also das heißt, dich damit vielleicht mal abfinden, dass es nicht ganz so leicht ist und du vielleicht auch mal eine Woche einlegen musst, wo du mehr als 40 Stunden lernst, wo du mal am Wochenende vielleicht auch einen Podcast hörst oder dir irgendwas anguckst und so weiter, und du einfach mal anerkennst, dass Angebot und Nachfrage gerade vielleicht so die Waage hält. Vielleicht ist sogar das Angebot mittlerweile ein bisschen größer geworden, unter anderem durch Programme wie unseres, aber auch dadurch, dass jeder denkt, er kann das sich selbst beibringen, indem er einfach mal 2 Wochen sich KI-Tutorials anguckt. Dementsprechend ist das vielleicht mal eine Zeit, wo du sagst, okay, du triffst dich ein bisschen weniger mit Freunden, aber sagst wirklich, du fokussierst dich mal darauf, hier in die IT einzusteigen und gibst mal wirklich alles, was du in so 6 Monaten raushören kannst. Habe ich viel darüber geredet. Also, wenn du es auf eigene Faust machen möchtest, kurz nochmal zusammengefasst, mach dir einen klaren Plan, guck dir vielleicht unseren Plan an, folg den einfach religiös, mach alles, immerse dich richtig in der Welt. Wenn du Bock hast, das Ganze mit coolen Dozenten an deiner Seite zu machen, in kleinen Gruppen, 100% kostenlos und übernommen von der Agentur für Arbeit, dann melde dich mal gerne zu einem kostenlosen Beratungsgespräch, wo wir individuell auf deine eigene Situation eingehen können. Link findest du in der Videobeschreibung, und dann gucken wir mal, was wir in 6 Monaten so mit dir gemeinsam auf die Beine stellen können. Nichtsdestotrotz, Message von diesem Video sollte hoffentlich klar sein. Die Welt verändert sich einfach stetig. Es wird auf der einen Seite immer schwerer, auf der anderen Seite durch KI-Tools immer besser. Das heißt, wenn du gerade eine Person bist, die nicht aus der IT kommt, nicht Informatik studiert hast, sondern Domain-Expertise im gewissen Bereich hast, Biologie studiert hast, Geografie, was es nicht alles gibt, dann ist es eine gute Zeit für dich und ein schönes Fenster of Opportunity, also Window of Opportunity hier, das du nutzen kannst. Und in dem Sinne würde ich sagen, viel Erfolg dabei und bis bald.